Lektion 1: Roadtrip-Abenteuer. Hey Anna, Autofahren scheint eine bequeme Option für einen Wochenendausflug zu sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist nur ein paar Stunden von hier entfernt, oder? Wo willst du hingehen? Ich habe über die Berge nachgedacht. Die frische Luft und die Landschaft wären erfrischend. Was denkst du? Das klingt fantastisch. Ich liebe die Berge. Dort zu wandern ist immer ein Abenteuer. Haben Sie ein Lieblingswandergebiet? Ja, es gibt einen Pfad, der zu einem wunderschönen Wasserfall führt. Die Aussicht ist atemberaubend. Bist du schon einmal zu einem Wasserfall gewandert? Hab ich. Es ist magisch, das Wasser herunterfallen zu sehen. Hast du vor, irgendwelche Ausrüstung mitzunehmen? Definitiv. Ich packe meine Wanderschuhe und eine Kamera ein. Die Momente festzuhalten ist wichtig. Was ist mit dir? Ich bringe auch einen Picknickkorb mit. Wenn Sie im Freien essen, schmeckt alles besser. Welche Snacks magst du für Picknicks? Ich mag Sandwiches und frisches Obst. Sie sind einfach zuzubereiten. Hast du ein Lieblingspicknickgericht? Ich liebe einen guten Nudelsalat. Es ist sättigend und erfrischend. Planst du alleine oder mit Freunden zu gehen? Ich gehe mit ein paar Freunden. Es macht immer mehr Spaß, die Erfahrung zu teilen. Wie steht's mit dir? Ich könnte auch ein paar Freunde einladen. Es ist toll, gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Wie sieht deine ideale Roadtrip-Playlist aus? Ich liebe eine Mischung aus klassischem Rock und optimistischem Pop. Es hält die Energie hoch. Welche Art von Musik magst du auf Roadtrips? Ich bevorzuge Indie-Musik. Sie sorgt für eine nette, entspannte Atmosphäre. Haben Sie unterwegs schon einmal an interessanten Orten angehalten? Ja, das letzte Mal haben wir in einem skurrilen Diner am Straßenrand angehalten. Das Essen war überraschend gut. Haben Sie einen unvergesslichen Zwischenstopp auf Ihren Reisen? Ich habe einmal einen Vintage-Laden besucht, der tolle Schätze hatte. Es war eine lustige Überraschung. Welchen Gegenstand würdest du gerne auf einem Roadtrip finden? Ich würde gerne eine alte Schallplatte finden. Musik aus der Vergangenheit hat etwas Besonderes an sich. Wie steht's mit dir? Ich würde gerne einzigartige Kunstwerke entdecken. Sie erzählen so schöne Geschichten. Bevorzugst du geplante Reisen oder spontane Abenteuer? Ich mag eine Mischung aus beidem. Etwas Planung ist gut, aber spontane Stopps können zu den besten Erinnerungen führen. Was denkst du? Ich stimme zu. Manchmal sind die unerwarteten Momente die denkwürdigsten. Freust du dich auf deine Reise? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, mich auf den Weg zu machen und die Reise zu genießen. Lektion 2: Tipps zum intelligenten Packen. Hey Anna, seit kurzem verwende ich auf Reisen Packwürfel. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Sie helfen wirklich dabei, alles zu organisieren. Genau. Ich verwende sie, um verschiedene Kleidungsstücke zu trennen und alles sauber zu halten. Das ist so schlau. Das macht es einfach, das zu finden, was Sie brauchen, ohne den Koffer durchwühlen zu müssen. Richtig? Außerdem maximiert es den Platz im Gepäck, was sehr hilfreich ist. Das ist mir auch aufgefallen.
Hast du eine bestimmte Art, wie du deine Würfel verpackst? Normalerweise lege ich alle meine Oberteile in einen Würfel und meine Unterteile in einen anderen. Das ist eine gute Strategie. Ich packe meine Socken und Unterwäsche gerne in einen kleineren Würfel. Tolle Idee. Es hält alles aufgeräumt und macht das Auspacken zum Kinderspiel. Denken Sie, dass Packwürfel die Investition wert sind? Unbedingt. Sie haben die Art und Weise, wie ich packe, zum Besseren verändert. Ich brauche welche. Welche anderen Packtipps hast du? Kleidung zusammenrollen statt Falten kann Platz sparen und Falten reduzieren. Das ist ein guter Tipp. Ich verwende auch Beutel mit Reißverschluss für Toilettenartikel, um ein Auslaufen zu verhindern. Ja, es ist so wichtig, die Toilettenartikel versiegelt aufzubewahren. Haben Sie versucht, einen Reisewäschesack zu packen? Hab ich. Es ist perfekt, um schmutzige Kleidung von sauberer zu trennen. Lass uns diese Packtipps weiterteilen. Sie machen das Reisen wirklich viel einfacher. Lektion 3. Die Bedeutung der Marktforschung. Hey Anna, was ist deine Meinung zur Marktforschung? Hallo John, ich denke, es ist entscheidend, um die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zu verstehen. Unbedingt. Es hilft Unternehmen, ihre Produkte an die Marktanforderungen anzupassen. Genau. Ohne Marktforschung könnten Unternehmen wichtige Trends verpassen. Haben Sie jemals an Marktforschungsstudien teilgenommen? Ja, ich habe an einer Umfrage für ein neues Snackprodukt teilgenommen. Es war interessant. Das klingt lustig. Was für Fragen haben Sie gestellt? Sie fragten nach meinen Essgewohnheiten, Lieblingsgeschmacksrichtungen und Verpackungspräferenzen. Das ist wertvolles Feedback für Sie. Es muss sich gut angefühlt haben, einen Beitrag zu leisten. Das hat es wirklich getan. Ich liebe es, meine Meinung zu teilen, besonders wenn sie Produkte beeinflussen kann. Ich auch. Ich denke, Fokusgruppen sind ein weiterer effektiver Weg, um Erkenntnisse zu sammeln. Definitiv. Sie ermöglichen tiefere Diskussionen und können verborgene Erkenntnisse aufdecken. Was sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen bei der Durchführung von Marktforschungen? Ich glaube, es kann schwierig sein, eine repräsentative Stichprobe zu erreichen. Nicht jeder nimmt teil. Guter Punkt. Außerdem ist die genaue Interpretation der Daten unerlässlich, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja, Datenanalysen können komplex sein, aber sie sind für den Erfolg notwendig. Lassen Sie uns weiter über effektive Strategien für die Durchführung von Marktforschung diskutieren. Lektion 4. Kochtechniken. Hey Anna, was ist deine liebste Kochtechnik? Hallo John, ich grille gerne. Es verleiht dem Essen einen schönen, verkohlten Geschmack. Grillen ist fantastisch. Es verleiht besonders Gemüse und Fleisch einen einzigartigen Geschmack. Ich stimme zu. Hast du jemals versucht, Essen zu rauchen? Es ist eine großartige Möglichkeit, Geschmack zu verleihen. Ja, geräuchertes Bruststück ist einer meiner Favoriten. Die Zärtlichkeit ist unglaublich.
Das ist es wirklich. Was ist dein Lieblingsgericht zum Grillen? Ich liebe es, gegrilltes Hähnchen mit einer hausgemachten Marinade zuzubereiten. Es ist so saftig. Das klingt köstlich. Ich grille oft Zucchini und Paprika als gesunde Beilage. Dieses Gemüse ist perfekt auf dem Grill. Sie werden schön karamellisiert. Genau. Bevorzugen Sie Gas- oder Holzkohlegrillen? Ich bevorzuge Holzkohle. Ich denke, es verleiht dem Essen einen reichhaltigeren Geschmack. Ich verstehe deinen Standpunkt. Holzkohle verleiht einen rauchigen Geschmack, der kaum zu übertreffen ist. Was ist mit Backen? Gefällt dir das auch? Ja, Backen ist eine Wissenschaft, und ich liebe es, Kekse und Brot zu backen. Frisch gebackenes Brot ist das Beste. Hast du schon einmal mit verschiedenen Mehlen experimentiert? Hab ich. Die Verwendung von Vollkorn oder Mandelmehl verleiht Rezepten eine nette Note. Das ist eine tolle Idee. Lasst uns weiterhin unsere Kocherlebnisse und Tipps teilen. Lektion 5. Humor beim Geschichtenerzählen. Hey Anna, hast du jemals eine Geschichte gelesen, die dich wirklich zum Lachen gebracht hat? Hallo John, ja. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, in dem die Geschichte mehrere Szenen enthält, die ziemlich lustig sind. Das klingt unterhaltsam. Was war eine der lustigsten Szenen? In einer dieser Szenen verschüttet die Hauptfigur Tom während eines Meetings versehentlich Kaffee auf seinen Chef. Oh nein, das muss peinlich und urkomisch zugleich gewesen sein. Genau. Toms Reaktion war von unschätzbarem Wert. Er versuchte sich zu entschuldigen, während alle lachten. Das kann ich mir vorstellen. Humor entsteht oft aus diesen unerwarteten Situationen. Definitiv. Es verleiht den Charakteren eine Ebene der Zuordnbarkeit. Hast du in letzter Zeit etwas Lustiges gelesen? Ja, ich habe eine Kurzgeschichte gelesen, in der eine Katze denkt, sie sei ein Hund, und der Unfug, den sie anrichtet, ist saukomisch. Das klingt bezaubernd. Katzen können so schrullig sein. In welche Art von Unfug gerät es? Es versucht wie ein Hund, einen Ball zu holen, wird aber stattdessen von einem Schmetterling abgelenkt. Das ist zu süß. Ich liebe Geschichten, die Humor mit alltäglichen Situationen verbinden. Ich auch. Sie erinnern uns daran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Welche anderen lustigen Bücher magst du? Ich liebe Per Anhalter durch die Galaxis. Es steckt voller witzigem Humor und kluger Beobachtungen. Das ist ein Klassiker. Douglas Adams hat einen so einzigartigen Stil. Lass uns weiterhin unsere lustigen Lieblingsgeschichten teilen. Lektion 6. Sommerausflüge. Hey Anna, warst du schon einmal in den Sommerferien auf Prinz Edward Island? Hallo John, habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass es ein so attraktives Umfeld hat. Das tut es wirklich. Die Strände sind wunderschön und die Landschaft ist absolut atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Die üppigen grünen Landschaften müssen perfekt für Outdoor-Aktivitäten sein. Genau.
Viele Menschen reisen dorthin, um zu wandern, Rad zu fahren und natürlich zum Strand. Das klingt nach einer großartigen Art, den Sommer zu verbringen. Gibt es beliebte Attraktionen? Ja, das berühmte Green Gables Haus ist ein Muss für Fans des Buches. Oh, ich liebe diese Geschichte. Es ist so bezaubernd. Was können Besucher sonst noch genießen? Entlang der Küste gibt es wunderschöne Leuchttürme und Sie können sogar Wale beobachten. Walbeobachtung klingt unglaublich. Ich wollte diese majestätischen Kreaturen schon immer aus der Nähe sehen. Es ist ein fantastisches Erlebnis. Außerdem sind die frischen Meeresfrüchte dort köstlich. Ich wette, ich würde gerne lokale Gerichte probieren und dabei den Meerblick genießen. Definitiv. Sommerfestivals sind ebenfalls beliebt und bieten lokale Musik und Kunsthandwerk. Das klingt lebendig. Ich liebe es, auf Reisen in die lokale Kultur einzutauchen. Ich auch. Lass uns eines Tages eine Reise dorthin planen. Neue Orte zu erkunden ist so bereichernd. Lektion 7. Olympische Einblicke. Hey Anna, wusstest du, dass eine Umfrage während der Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta ein bemerkenswertes Bewusstsein für verschiedene Sportarten zeigte? Wirklich. Das ist interessant. Welche Sportarten wurden am meisten anerkannt? In der Umfrage wurden Sportarten wie Basketball und Gymnastik hervorgehoben. Was glaubst du, hat sie so beliebt gemacht? Ich denke, es könnten die Starsportler sein, wie Michael Jordan im Basketball und die großartigen Turner. Hast du eine olympische Lieblingssportart? Ich schaue mir sehr gerne Leichtathletik-Veranstaltungen an. Die Geschwindigkeit und der Wettbewerb sind aufregend. Wie steht's mit dir? Ich liebe Schwimmen. Die Athleten lassen es mühelos aussehen. Bist du jemals im Wettkampf geschwommen? Nein, aber ich habe als Kind Unterricht genommen. Es hat so viel Spaß gemacht. Hast du jemals an Wettbewerben teilgenommen? Ja, ich habe einmal an einem lokalen Schwimmwettbewerb teilgenommen. Ich war so nervös. Warst du nervös, als du geschwommen bist? Ein bisschen, aber ich konzentrierte mich darauf, die Erfahrung zu genießen. Was ist deine liebste olympische Erinnerung? Es war unvergesslich, das Staffellauf zu sehen, bei dem sie den Weltrekord gebrochen haben. Erinnerst du dich an diesen Moment? Unbedingt. Die Aufregung war greifbar. Es sind Momente wie diese, die alle zusammenbringen. Was symbolisieren die Olympischen Spiele Ihrer Meinung nach? Ich glaube, sie stehen für Einheit und Wettbewerbsgeist. Es ist erstaunlich, wie Athleten aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. Was denkst du? Ich stimme zu. Es ist wie ein globales Sportfestival. Außerdem inspiriert es viele junge Sportler. Wurdest du jemals inspiriert, eine neue Sportart auszuprobieren? Ja, nachdem ich die Olympischen Spiele gesehen hatte, wollte ich Gymnastik ausprobieren. Ich liebe die Anmut und Stärke, die damit verbunden sind. Welchen Sport würdest du ausprobieren? Ich würde gerne Fechten ausprobieren. Es sieht so dynamisch und strategisch aus. Hast du jemals darüber nachgedacht, eine so einzigartige Sportart auszuprobieren? Definitiv. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, unsere Komfortzonen zu verlassen. Welche Sportart wird deiner Meinung nach unterschätzt?
Ich denke, Bogenschießen wird unterschätzt. Es erfordert eine solche Konzentration und Präzision. Stimmst du zu oder hast du eine andere Sportart im Sinn? Ich würde Curling sagen. Es sieht einfach aus, ist aber überraschend strategisch. Es ist faszinierend, wie viel Geschick dahinter steckt. Hast du es jemals gesehen? Ja, während der Olympischen Winterspiele. Es ist faszinierend, wie sie jeden Zug strategisch planen. Welche Sportart würdest du Anfängern empfehlen? Ich würde Badminton empfehlen. Es macht Spaß, ist leicht zu erlernen und du kannst es ungezwungen spielen. Spielst du Racketsportarten? Ich habe früher Tennis gespielt. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Vielleicht sollten wir irgendwann zusammen spielen. Lektion 8. Perfekte Aufenthalte. Hallo Anna, was ist deine bevorzugte Art der Unterkunft, wenn du reist? Hallo John, ich liebe es wirklich, in gemütlichen Bed- und Breakfasts zu übernachten. Sie haben eine so persönliche Note. Was ist mit dir? Ich mag Hotels, besonders solche mit großartigen Annehmlichkeiten. Es fühlt sich an wie ein Kurzurlaub, auch wenn ich nicht gerade auf Entdeckungsreise bin. Das klingt nett. Nach welchen Annehmlichkeiten suchen Sie in einem Hotel? Ich suche immer nach einem guten Pool und einem Fitnesscenter. Es ist schön, nach einem Sightseeing-Tag zu entspannen. Bevorzugen Sie einen Pool oder einen Strand? Definitiv ein Strand. Es gibt nichts Schöneres, als mit Meeresgeräuschen aufzuwachen. Haben Sie schon einmal in einem Strandhotel übernachtet? Ja, einmal. Es war unglaublich, direkt auf den Sand zu treten. Was ist dein Lieblingsstrandziel? Ich liebe Maui. Die Sonnenuntergänge sind atemberaubend. Warst du schon auf Hawaii? Noch nicht, aber es ist auf meiner Liste. Ich habe gehört, dass das Schnorcheln dort unglaublich ist. Magst du Unterwasseraktivitäten? Unbedingt. Schnorcheln macht so viel Spaß. Ich liebe es, bunte Fische zu sehen. Hast du schon einmal versucht zu tauchen? Noch nicht, aber ich würde gerne. Es scheint wie eine ganz neue Unterwasserwelt. Was ist das Abenteuerlichste, das du auf Reisen gemacht hast? Ich bin einmal mit dem Seilrutschen durch einen Regenwald gefahren. Die Aussicht war spektakulär. Was ist mit dir? Ich habe einmal Gleitschirmfliegen versucht. Der Ansturm des Fliegens war unvergesslich. Magst du Abenteuersport? Ja, aber ich schätze auch erholsame Ferien. Manchmal ist es einfach perfekt, am Pool zu lesen. Wie balanciert man Abenteuer mit Entspannung? Normalerweise plane ich eine Mischung aus beidem. Ein paar Tage der Erkundung, gefolgt von ein paar faulen Tagen. Was ist Ihre ideale Reiseroute? Ich erkunde gerne ein paar Tage lang eine neue Stadt und entspanne mich dann an einem nahegelegenen Strand. Bevorzugen Sie Städtereisen oder Naturausflüge? Ich liebe beide. Städte sind lebendig, aber die Natur bietet solchen Frieden. Haben Sie irgendwelche Nationalparks besucht? Ja, ich habe Yellowstone besucht. Die Geysire und die Tierwelt waren unglaublich. Was ist mit dir? Ich war letzten Sommer in Yosemite. Die Aussicht auf die Berge war atemberaubend. Wandern Sie gerne. Definitiv. Wandern ist eine großartige Möglichkeit,
sich mit der Natur zu verbinden. Haben Sie einen Lieblingswanderweg? Ich liebe die Trails in den Rockies. Die Landschaft ist atemberaubend. Welchen Trail würdest du Anfängern empfehlen? Lektion 9. Ruhiger Inselurlaub. Hey Anna, hast du jemals über einen ruhigen Inselurlaub nachgedacht? Das klingt faszinierend. Gibt es einen bestimmten Ort, den du im Sinn hast? Ich dachte an die Malediven. Das kristallklare Wasser und die weißen Sandstrände scheinen perfekt zu sein. Was denkst du? Die Malediven sind wunderschön. Ich habe Fotos von diesen Bungalows über dem Wasser gesehen. Würdest du in einem bleiben? Unbedingt. Es wäre unglaublich, über dem Wasser aufzuwachen. Welche Aktivitäten würdest du dort machen wollen? Ich würde gerne schnorcheln gehen und die Korallenriffe sehen. Hast du schon einmal versucht zu schnorcheln? Ja, habe ich. Es ist wie Schwimmen in einem Aquarium. Auf welches Meeresleben freust du dich am meisten? Ich würde gerne Meeresschildkröten sehen. Sie sind so anmutig. Was ist mit dir? Ich würde mich freuen, farbenfrohe Fische und vielleicht sogar einen Mantarochen zu sehen. Fotografieren Sie gerne auf Reisen? Definitiv. Ich liebe es, Momente einzufangen. Was ist das einprägsamste Foto, das du auf einer Reise gemacht hast? Ich habe ein atemberaubendes Sonnenuntergangsfoto von Santorin. Die Farben waren atemberaubend. Was ist dein liebstes Reisefoto? Ich habe einen von einem Wasserfall in Costa Rica. Das üppige Grün ist unglaublich. Reisen Sie lieber zu beliebten Reisezielen oder zu Orten abseits der Touristenpfade? Ich genieße beides. Beliebte Orte sind aufregend, aber versteckte Juwelen bieten einzigartige Erlebnisse. Hast du irgendwelche versteckten Juwelen entdeckt? Ja, ein kleines Dorf in Italien, das in keinem Reiseführer stand. Das Essen war unglaublich. Was ist das beste Essen, das du auf Reisen gegessen hast? Ich hatte frische Meeresfrüchte in einer Küstenstadt in Spanien. Es war so schmackhaft. Probierst du gerne lokale Küche? Unbedingt. Es ist einer meiner Lieblingsteile beim Reisen. Was ist das ungewöhnlichste Essen, das du je probiert hast? Ich habe Schnecken in Frankreich probiert. Es war überraschend lecker. Warst du jemals abenteuerlustig beim Essen? Ja, ich habe in Japan zum ersten Mal Sushi probiert. Es war ein herrliches Erlebnis. Was ist deine Lieblingsküche? Ich liebe italienisches Essen. Die Pasta und die Aromen sind unschlagbar. Hast du ein Lieblingsgericht? Ich kann einem guten Risotto nicht widerstehen. Es ist so cremig und beruhigend. Wenn du jetzt irgendwohin reisen könntest, wo würdest du hingehen? Ich würde Bali wegen seiner Kultur und Schönheit wählen. Wie steht's mit dir? Lektion 10. Geteilte Leidenschaften. Hey Anna, es ist schön, jemanden kennenzulernen, der die gleiche Leidenschaft für Kunst teilt. Absolut, John. Ich liebe es, wie Kunst Gefühle ausdrücken kann. Welches Medium gefällt dir am meisten? Ich male sehr gerne, besonders Wasserfarben. Die Art und Weise, wie sich Farben vermischen, ist faszinierend. Was ist mit dir? Ich bevorzuge digitale Kunst. Es ist erstaunlich,
wie Technologie wunderschöne Stücke schaffen kann. Hast du es jemals versucht? Habe ich nicht, aber ich bin neugierig. Was findest du an digitaler Kunst am herausforderndsten? Manchmal ist es schwierig, das gleiche Gefühl wie in traditionellen Medien einzufangen. Haben Sie ein Lieblingsmotiv zu malen? Ich liebe Landschaften. Sie sind so lebendig und voller Leben. Hast du ein Lieblingsthema in deiner digitalen Kunst? Ich fühle mich zu Fantasy-Themen hingezogen. Es macht so viel Spaß, imaginäre Welten zu erschaffen. Was inspiriert deine Bilder? Die Natur inspiriert mich sehr. Ich mache oft Fotos auf Wanderungen, um sie als Referenz zu verwenden. Lassen Sie sich von Ihrer Umgebung inspirieren. Definitiv. Ich liebe es, Kunstgalerien und Ausstellungen zu besuchen. Sie bringen neue Ideen hervor. Was ist die beste Ausstellung, die du je besucht hast? Ich habe einmal eine Van Gogh-Ausstellung besucht. Sein Umgang mit Farben ist faszinierend. Haben Sie denkwürdige Ausstellungen gesehen? Ja, ich habe eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst gesehen, die sich mit sozialen Themen befasste. Es hat zum Nachdenken angeregt. Bevorzugen Sie klassische oder moderne Kunst? Ich schätze beide, aber ich neige wegen ihrer Geschichte und Technik zur klassischen Kunst. Wie steht's mit dir? Ich mag moderne Kunst wegen ihrer Kreativität und Kühnheit. Sie stellt oft traditionelle Normen in Frage. Was ist ein Kunstwerk, das dich tief bewegt hat? Ein Gemälde von Monet hat mich wirklich beeindruckt. Es fängt die Ruhe wunderbar ein. Gibt es ein bestimmtes Stück, das bei Ihnen Anklang findet? Für mich ist es The Starry Night von Van Gogh. Die Emotionen in diesem Gemälde sind mächtig. Haben Sie jemals ein Stück geschaffen, auf das Sie besonders stolz waren? Ja, ich habe einen Sonnenuntergang gemalt, der besser geworden ist, als ich erwartet hatte. Hast du ein Lieblingsstück, das du kreiert hast? Ich habe eine digitale Landschaft geschaffen, die ich immer noch liebe. Es hat viel Zeit gekostet, aber es hat sich gelohnt. Was ist dein Traumprojekt in der Kunst? Ich würde gerne ein großes Wandbild im öffentlichen Raum schaffen. Es wäre toll, Kunst mit der Community zu teilen. Was ist mit dir? Lektion 11. Reisepläne. Hey Anna, ich bleibe 3 Nächte im Beats Resort. Das klingt perfekt. Wie viele Gäste werden bei dir wohnen? Nur ich und ein Freund. Wir freuen uns darauf, uns zu entspannen und zu erkunden. Hast du irgendwelche Tipps für einen tollen Strandausflug? Definitiv. Packen Sie viel Sonnencreme und ein gutes Buch ein. Haben Sie vor, Wassersportaktivitäten auszuprobieren? Ja, wir denken über Kajakfahren und vielleicht über Paddeln nach. Hast du die schon einmal probiert? Hab ich. Kajakfahren ist so friedlich, besonders in ruhigen Gewässern. Was ist deine Lieblingsaktivität am Strand? Ich liebe Beachvolleyball. Es ist eine unterhaltsame Art, Leute kennenzulernen. Machst du Sport am Strand? Ich mag Strandkämmen. Muscheln und interessante Steine zu finden macht immer Spaß. Was ist mit Essen? Gibt es Gerichte, die man unbedingt probieren muss? Ich kann es kaum erwarten, frische Meeresfrüchte zu probieren. Es ist ein Höhepunkt von Strandausflügen. Hast du ein Lieblingsessen am Strand? Ich liebe Fischtacos. Sie sind so schmackhaft.
Haben Sie vor, lokale Restaurants zu besuchen? Ja, wir haben tolle Dinge über eine Fischbude in der Nähe gehört. Haben Sie ein lokales Lieblingsrestaurant von Ihren Reisen? Ich habe ein kleines italienisches Lokal auf Santorin gefunden. Die Pasta war unglaublich. Was ist dein Traumziel für Essen? Ich würde gerne nach Tokio gehen, um Sushi zu essen. Die Vielfalt dort ist unglaublich. Was ist mit dir? Ich träume davon, Italien zu besuchen, um authentische Pizza und Eis zu essen. Haben Sie jemals auf Reisen an einem Kochkurs teilgenommen? Noch nicht, aber ich würde gerne lernen, wie man in Italien Pasta macht. Hast du an Kochkursen teilgenommen? Ja, ich habe einmal einen Thai-Kochkurs besucht. Es hat so viel Spaß gemacht, neue Geschmacksrichtungen zu lernen. Welches Gericht würdest du gerne probieren? Ich würde gerne ein klassisches Risotto probieren. Es wirkt so cremig und köstlich. Hast du ein Spezialgericht? Ich mache ein tolles Curry. Es ist voller Gewürze und Aromen. Kochen Sie gerne zu Hause? Das tue ich. Das ist therapeutisch und lohnend. Was ist deine Lieblingsmahlzeit, wenn du wenig Zeit hast? Normalerweise mache ich eine Bratpfanne. Es ist schnell und einfach. Wie steht's mit dir? Ich koche oft ein Omelett. Es ist vielseitig und befriedigend. Lektion 12. Pfade neu definieren. Hey Anna, hattest du jemals das Gefühl, dass deine Ziele neu definiert werden? Absolut, John. Manchmal fühlt es sich an, als würde dich das Leben in unerwartete Richtungen drängen. Hast du das erlebt? Ja, ich habe mich gefragt, ob ich aus meinen ursprünglichen Plänen heraus neu definiert werde. Es ist ein bisschen beunruhigend. Ich kann das nachvollziehen. Es ist schwer loszulassen, was wir uns vorgestellt haben. Erwägen Sie neue Möglichkeiten? Bin ich. Ich habe verschiedene Karrierewege erkundet. Es ist aufregend, aber auch beängstigend. Was ist mit dir? Ich habe darüber nachgedacht, ein Leidenschaftsprojekt zu verfolgen. Es fühlt sich wie ein Risiko an, aber es könnte sich lohnen. Das klingt faszinierend. Worum geht es in deinem Projekt? Ich möchte einen Blog über nachhaltiges Leben starten. Es gibt so viel zu teilen. Hast du darüber nachgedacht, worauf du dich konzentrieren möchtest? Ich bin daran interessiert, über persönliches Wachstum zu schreiben. Es könnte anderen helfen, die sich so verloren fühlen wie ich. Das ist eine tolle Idee. Das Teilen von Erfahrungen kann sehr wirkungsvoll sein. Glauben Sie, dass Sie von Ihrem derzeitigen Weg abgestoßen werden? Es ist eine Möglichkeit, aber vielleicht ist es keine schlechte Sache. Veränderung kann zu Neuanfängen führen. Was denkst du? Ich stimme zu. Manchmal müssen wir Veränderungen einfach annehmen, anstatt sie zu fürchten. Hast du dir neue Ziele gesetzt? Ja, ich möchte neue Fähigkeiten erlernen, wie zum Beispiel Programmieren. Es fühlt sich ermächtigend an. Welche Fähigkeiten möchten Sie entwickeln? Ich würde gerne meine fotografischen Fähigkeiten verbessern. Das Festhalten von Momenten kann starke Geschichten erzählen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere, like und teile unsere Videos und Kanäle.